Shalom. Wir werden auf das Wort Gottes hören. Lass uns beten. Herr Jesus, wir werden auf dein Wort hören. Segne unsere Herzen und Gedanken, damit wir dein Wort in unserem Leben tun können. Amen. Das Thema ist Gottes Liebe gilt dir. Finde Sinn für dein Leben. Wer bin ich? Warum bin ich hier? Was wird passieren, wenn ich sterbe? Hast du dir diese Fragen auch schon gestellt? Gott möchte dir Antworten darauf geben. Du kannst sie in der Bibel entdecken. Vielleicht hast du sonst mal davon gehört, dass man die Geschichte der Liebe Gottes auch als das Evangelium oder die gute Nachricht bezeichnet. Was aber ist die gute Nachricht? Einfach gesagt, Gott, dein himmlischer Vater, liebt dich und sehnt sich nach einer persönlichen Beziehung zu dir. Er hat seinen Sohn, Jesus Christus, auf die Welt gesandt, damit er die Verbindung zwischen Gott und den Menschen wiederherstellt. Aufgrund dessen, was Jesus getan hat, kann alles das, was du jemals falsch gemacht hast oder noch falsch machen wirst, vergeben werden und du kannst ewig leben. Was hat Jesus getan? Jesus Christus, der Sohn Gottes, kam als Mensch auf diese Welt, führte ein verlorloses Leben, starb am Kreuz und stand von den Toten wieder auf. Jesus starb, um für all und unser Fehlverhalten zu bezahlen. Die Bibel nennt das Sünde. Deshalb kann dir nun vergeben werden. Und weil Jesus den Tod besiegt hat, kannst du ewiges Leben erhalten. Du weißt dann, was mit dir passiert, wenn du sterben wirst. Du wirst bei Gott sein. Dieses Geschenk der Vergebung und das ewige Leben erhältst du, wenn du ernsthaft darum bittest. Gott geht es um dein Herz. Er wünscht sich, dass du dich ganz persönlich an ihn wendest. In wir einfachen Schritten zum neuen Leben. 1. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand mich rufen hört und die Tür öffnet, werde ich eintreten und wir werden miteinander essen. Offenbarung 3, Vers 20. Was bedeutet das? Jesus Christus möchte eine persönliche Beziehung mit dir führen. Er wartet darauf, dass du ihn in deinem Herzen und Leben willkommen heißt. Du musst ihn lediglich einladen. Der erste Schritt ist allerdings die Bitte um Vergebung. Nun kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu, damit ihr von euren Sünden gereinigt werden könnt. Dann brechen herrliche Zeiten an und ihr werdet durch den Herrn gestärkt werden. Apostelgeschichte 3, Vers 20. 2. Glaube. Nachdem du um Vergebung gebeten hast, ist dein nächster Schritt, an das Geschenk, das Gott dir gibt, zu glauben. Das Geschenk Vergebung und des ewigen Lebens ist umsonst. Du kannst es dir nicht verdienen. Weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer eigener Verdienst. Es ist ein Geschenk Gottes. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet, damit sich
niemand etwas darauf einbilden kann. Epheser 2, Vers 8. Das Wort Gnade bedeutet, so will wie unverdiente Gunst. Gott bietet dir etwas an, das du durch eigene Anstrengung nie bekommen konntest. Du musst dir dieses Geschenk nicht erarbeiten. Alles, was von deiner Seite erforderlich ist von ganzem Herzen zu glauben, dass Jesus für dich gestorben ist. Glaubst du es? Glaubst du das? 3. Bitte. Die Bibel verheißt denen, die Gott aufrichtig um Vergebung bitten und Jesus vertrauen, dass sie ein neues Leben in Christus bekommen werden. Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, und wenn in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Römer 10, Vers 10. Übergib dein Leben Jesus Christus heute von ganzem Herzen, bekenne deine Sünden, bitte Gott dir zu vergeben, spreche Jesus dein Vertrauen aus und danke für das Geschenk des ewigen Lebens. Bete jetzt, Gott, ich weiß, dass ich fehlerhafter bin, als ich mir jemals eingestanden habe. Bitte vergib mir meine Schuld, damit ich freimütig zu dir kommen kann. Ich verspreche, dass ich auf Jesus, deinem Sohn, vertraue. Ich glaube, dass er für mich gestorben ist. Er nahm meine Sünde am Kreuz auf sich. Ich glaube, dass er von den Toten auferweckt wurde. Ich übergebe heute mein Leben Jesus. Danke, Gott, für dein Geschenk der Vergebung und des ewigen Lebens. Danke, dass du mich mehr liebst und annimmst, als ich je zu hoffen gewagt habe. Bitte hilf mir, für dich zu leben. In Jesus' Namen. Amen.